They're brothers. Videospiele und Verfilmungen. Zwar gab es in den letzten Jahren durchaus unterhaltsame Vertreter, dennoch schwingt im Vorfeld erstmal immer eine gehörige Portion Skepsis mit. Zu oft wurde man einfach schon mit schlechten Umsetzungen enttäuscht. Dass es auch anders geht, bewies die Last of Us-Serie. Tolle Charaktere und eine gute Story. Aber im Endeffekt ist das ja auch kein Wunder, denn die Vorlage war ja in der Beziehung wirklich die perfekte Blaupause. Mit der Fallout-Serie wird das ein bisschen anders. Hier dienen zwar hauptsächlich Fallout 3, Fallout New Vegas und Fallout 4 als Grundlage, aber in Sachen Story und Charaktere hat man etwas Eigenes erschaffen. Ich habe die Serie bereits durchgebinged und konnte auch mit Jonathan Nolan, dem Executive Producer und Regisseur der ersten 3 Folgen, reden. Leider durften wir ihn dabei nicht filmen, weshalb es dieses Interview nur in Audioform gibt. Und keine Sorge, ich werde hier keine Storybeats spoilern. So far, when you look at Hollywood and video games, there has been, or they have been, a lot of stinkers in the past. So, why do you think that a lot of video game adaptations have failed so far? We're talking about a medium that is about the same age as I am, right? In its mid 40s. Chris and I had a Pong set when we were kids, and you sort of watch the evolution of it from Pong to Fallout and every step in between. This is a nascent medium. And I think part of what happened was the first group of people tasked with adapting these games maybe didn't come from a place of love. I don't think you have to be a gamer to adapt games, but I think it does. Just as my brother Chris wasn't a comic book fan when we started working on the Batman movies, but you have to respect it. And I think that respect, and in this case, in the case of Fallout, I am a fan of these games. I did start playing the games many, many years before there was any hint or possibility of adapting them. I do think as a medium gets older, you start to look past the superficial aspects of it. There are grammatical distinctions between them, and just sort of copying the more superficial aspects of something is not adapting it. Right? I mean, for me, they will describe video games as a genre. We're going to step into a moment here in which I think you're about to see an explosion of adaptations of video games. Just like in the early 2000s when I started work with my brother on the Batman movies, you'd seen a few before, some good, some not so good, and you sort of had the feeling that a lot more were coming. We had no idea just how many. But in this case, I think I readily know how many. And I think people make the mistake of thinking of video games as a genre themselves, but video games aren't a genre. They are a entire storytelling medium. And within that medium, there are many, many genres, many different types of games. So I think we're stepping into a moment now in which, and Craig Mazin, my friend who co-created and adapted The Last of Us, did us all an enormous favor by showing us what a brilliant video game adaptation could look like, which makes things much, much easier for us. Everyone kind of relaxes a bit. You say, no, this is, when you approach it with love, when you approach it with reverence. Fällt Fallout vielleicht schon in dieses neue Zeitalter der Videospielverfilmungen? Für mich ganz klar, ja. Ich finde, dass hier verdammt viel richtig gemacht wird. Die Fallout-Serie fokussiert sich auf 3 Hauptcharaktere. Vault-Bewohnerin Lucy, Maximus, Anhänger der Stählernen Bruderschaft und dann noch den Ghoul, gespielt von Walton Goggins, bekannt aus dem letzten Tomb Raider-Film und The Hateful Eight. Das ist natürlich ein wunderbarer Kniff, um uns als Zuschauer unterschiedliche Perspektiven auf diese dystopische Welt zu liefern. Die 3 Schicksale dieser Figuren, die anfänglich nichts miteinander zu tun haben, kreuzen sich aber schon nach kurzer Zeit und kulminieren in einem spannenden Abenteuer. Und dabei fängt alles mit einer Prämisse an, die man so auch in einem Fallout-Spiel finden könnte. Wir begeben uns auf die Suche nach unserem Vater. How did this whole project come about? Did you approach Amazon or did they approach you? No, it wasn't, nothing to do with Amazon at first. Todd Howard asked to sit down with me, which when someone whose work you admire that much wants to sit down, you say yes. And we had over the years, somewhat coincidentally, inquired about Fallout because it was one of the games that I loved and been told, no, they just say no to everyone. So we never pursued it beyond that. And Todd wanted to sit down, so we had lunch, and it very quickly became apparent that we hit it off immediately, and it felt like
felt like old friends right out of the gate, and we walked out of the lunch with an agreement that we were going to adapt Fallout into a series. We then took it to Amazon and said, what do you think? And they were incredibly excited, and here we are. Der Anfang ist ein bisschen holprig. Manches in Folge 2 ist etwas schludrig umgesetzt, zum Beispiel, dass Maximus in dieser dystopischen Welt Spuren findet und daraus gleich schließt, dass die Hinterlassenschaften nur von seiner Zielperson sein können. Die Nadel im Heuhaufen wird in dieser großen Welt direkt gefunden, was natürlich schon arg praktisch ist. Das wirkt dann nicht ganz glaubwürdig. Aber man kann darüber hinwegsehen, denn die Serie wird von Folge zu Folge besser. Was Fallout so gut macht und mich immer wieder an die Spiele erinnert, ist, wie die Charaktere quasi von einer Quest zur nächsten kommen. Was ich damit meine? Nun, auch in Fallout 3 haben wir uns auf die Suche nach unserem Vater begeben. Aber wie das halt so ist, trifft man spannende, abgedrehte Figuren oder findet interessante Locations und damit verbunden eben auch Nebenquests, die einen ablenken. Bevor man sich versieht, hat man die Hauptquest aus den Augen verloren und läuft seit Stunden durchs Ödland, weil man so beschäftigt ist mit anderen Dingen und auf einmal ein faszinierendes Bild dieser fremden Welt hat. Ich finde, die Serie ist hier dem Spiel sehr, sehr ähnlich. Natürlich ist der Stein des Anstoßes die Suche nach dem Vater, aber es gibt dann jede Menge Nebenquests, die gefüllt sind mit sonderbaren Figuren, Situationen und Locations. Das ist einfach herrlich gemacht. What were some of the aspects that you really liked in the video game that drew you to this project that you wanted to incorporate? I think first and foremost, the tone. Two things. The tone, which is so odd, uniquely with Fallout. And Todd Howard and Bethesda make three fantastic, or more, but three core games with a similar playing style, right? Between Elder Scrolls and Fallout and now Starfield. For me, and I love all of those games, but for me, Fallout was unique because of the tone. It's so weird. It's such a weird fusion of darkness and violence and action and mystery, but also comedy and political satire. I just never experienced anything like it. And the second thing is the world building of it, right? And Todd has said that the most important character in each of the games is the world itself. And so for someone like me, different types of filmmakers, for me, one of the things I love is world building, is creating an environment for the audience to kind of lose themselves in. And that was the other experience for me of these games, was simultaneously of these epic vistas, and everything you saw you could interact with, which was always the dream as a kid playing Outrun, right? You wanted to see the mountains in the distance, you want to keep driving until you get there, and you could never get there. But now here are these games where you can. You can see it, you can explore it, you can climb to the top of it. At the same time, all of the details are things you can interact with. Every object you can pick up. If there's a book or journal or comic book on a desk, you can open it and you can read it, and it all enhances your understanding of the world. So these worlds are simultaneously almost cosmic, but very specific and personal. And I just thought that was such a beautiful way to tell a story. Gerade der Ton und die Stimmung der Serie ist das, was mich auch so gut unterhält. Die Spiele sind brutal und blutig, aber haben auch jede Menge Humor durch das Setting und die Charaktere. So wie es im Spiel abstruse Figuren und bizarre Fraktionen gibt, ist das auch hier der Fall und wird gehörig auf die Spitze getrieben. Fallout ist immer wieder verdammt lustig. Kein Wunder, schließlich war einer der Schöpfer der Serie, Graham Wagner, auch an Shows wie The Office, Silicon Valley und Portlandia beteiligt. Die Absurdität einer isolierten Heile-Welt-Kommune in einem Bunker unter der Erde wird hier schön durch den Kakao gezogen, genauso wie die Blicke auf die Gesellschaften, die sich an der Oberfläche entwickelt haben, herrlich amüsant sind. Ganz ehrlich, ich bin super happy mit der Serie. Ja, hier und da hätten die Effekte besser sein können. Gerade den Mech-Anzügen der stählernen Bruderschaft fehlt es an Gewicht, aber ich mag die Figuren, vor allem den Ghoul, zu dem man noch viel mehr in Rückblenden erfährt. Und ich mag diese Welt mit all seinen dystopischen Grausamkeiten und Fraktionen, die hier auf die Leinwand gezaubert wird. Als Fan der Spiele gibt's auch jede Menge Fanservice, der sich wunderbar in das gesamte Konstrukt einfügt. Für mich fühlt sich das durch und durch wie ein Fallout-Spiel an, von dem ich gerne noch mehr hätte. Ich freue mich auf jeden Fall auf Staffel 2.